Hello everyone, here we are at the Schanhauser Park, which is one of the most prestigious projects from the city of Oswildern, and this is known as the backbone of the city of Oswildern. And here we can see the Landschaftstreppe or the landscape stairs, which are sloping down gently from the northwest to the southeast end. And here we can see that the beginning of it has a curve, and shortly after the curve it goes on straight. On both the sides we have rows of trees, and the landscape is oriented in such a way that there is a free flow of wind through the park. Hello everyone, we are here in Oswildern city, and now we are one of the projects that were innovative project for our management. So here you can see it's a green area with a multifunctional concept. First, the idea is that all of the rainwater coming from the buildings and directly from the sky stays in the green area, and then when the level goes too up, this surface slows down the flow, and this surface slows down the flow coming here to this next step, and this is like a retained basin. And when the level go up, you can see here is the collection for the emergency and to bring it to the next basin emergency. But in the wet, in the dry period, people can use this area like for children to play, just for relax. But in the wet period, in the rain period, all of this is water management to control the floodings in the city in an integrated way. Wir sind hier im Rathaus beziehungsweise halb auf dem Marktplatz. Und ich beantworte gerne Fragen, die mit der Planung und der Ausführung und auch mit dem Konzept von Ökologie zu tun haben, weil ich der Ansicht bin, es ist ein gutes Lernobjekt hier für Studenten, weil hier sehr viele grüne, ökologische Ziele umgesetzt worden sind und tatsächlich gebaut worden sind. Das ist nicht sehr oft der Fall. Die meisten größeren Projekte, die wir in letzter Zeit hatten, haben sich entweder verspätet oder verteuert oder beides. Ich fange mal kurz an. Es hat angefangen mit dem Abbruch der bestehenden Armeegebäude, dass die nicht einfach mit dem Bulldozer platt gemacht wurden, sondern dass die Bauelemente tatsächlich sortiert wurden und vielfach verwendet wurden, und dass man das Baumaterial, also Beton und Ziegelsteine, hat man in Maschinen zerkleinert und hat es zu einem Gravel gemacht, der dann der Unterbau zu den Straßen geworden ist. Und somit hat man sehr viel unnötigen Transport vermieden. Das heißt, der Abbruch musste nicht weggefahren werden auf eine Deponie, sondern er konnte hier wiederverwendet werden. Das, finde ich, ist aus ökologischer Sicht ein sehr intelligenter Ansatz. Und dasselbe war, hier ist ja viel Bodenaushub gewesen, also man hat ja Keller ausheben müssen, und die ganze Erde ist dazu benutzt worden, 4 große Sportfelder, die weiter draußen sind, auf solchen Plateaus zu bauen. Und diese Sportanlage ist sehr populär und sehr großzügig, und auch da hat man eben die Erde auf dem Grundstück wieder verbaut. Das hat viele Lkw-Fahrten gespart und viel weniger CO2-Produktion verursacht. Das ist also mal der Anfang von dem. Und in dem Konzept war eben das Besondere an dieser Arbeit, es waren ja sehr viele, ich weiß nicht wie viele waren, aber es waren um die 50 Arbeiten,
die eingereicht worden sind. Und diese ist hervorgestochen eigentlich mit der Idee dieser Landschaftstreppe. Die werden wir jetzt sehen, die liegt hier hinter. Und auf der wenn man da oben, die Landschaftstreppe fällt also mit geringer Geschwindigkeit ab, aber am Ende sieht man auf die Schwäbische Alb. Man guckt, wenn man am Anfang der Treppe steht, guckt man einmal durch die ganze Stadt durch und sieht am Schluss die Bergkette von der Schwäbischen Alb. Das heißt, man holt die Natur auch in die Stadt rein, visuell. Das ist eine der Ideen gewesen. Das andere an dieser Treppe ist eben, dass die Stufen immer nur ein paar Stufen sind und dann große grüne Felder dazwischen liegen. Die sind mit Gras bedeckt und die können das Regenwasser aufnehmen und halten und auch wieder abgeben, sodass das ein lokaler Tausch ist. Und die Grundlage für diese ökologischen Ansätze ist, dass man das Gebrauchswasser, also den Sewage, getrennt hat vom Rainwater. Und das ist natürlich sehr vernünftig, denn Dachwasser ist ja im Großen und Ganzen sauber. Da sind nur die ersten paar Sekunden ist es dreckig, weil da Erde ist. Und dann ist das Dachwasser eigentlich ganz sauberes Wasser und es ist schade, wenn das in den Sewer geht. Insofern hat man hier durch die Trennung von Sewage und Brauchwasser oder Regenwasser eben erreicht, dass auch hier sehr viel ökologischer mit dem Element Wasser umgegangen ist. Ja. Wir haben hier ungefähr 9000 Einwohner. Das war auch von vornherein so anvisiert, zwischen 9.000 und 10.000. Und die wohnen das ist eben das andere sehr Wichtige hier, wir finden hier die wichtigsten Wohntypologien, die es in Deutschland gibt, nämlich das Reihenhaus, das sind die Häuser neben der Bahn, wo Sie angekommen sind, da können Sie nachher noch mal reingucken, das sind die niedrigsten. Dann haben wir das Army Housing, das sind renovierte Armeegebäude für Unterkünfte der Army gewesen. Das sind ganz einfache Unterkünfte, die sind auch, da gibt es subventionierte Mieten, also die sind auch für schwächere Einkommensgruppen gemacht. Dann haben wir die Towers, die wir hier sehen, die Türme, die zum Teil sehr hochwertige Wohnungen haben. Von da hat man einen wunderbaren Blick über die ganze Region bis hin zum Flughafen und zur Schwäbischen Alb und so weiter.